Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. He's an intense one, isn't he, Mel? Intense. The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with That's you, sir. That's an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Burkowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Burkowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm going to start you out with 1 case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Canary says he'll sing, but Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Willkommen zu L.A. Noire, dem mittlerweile 3. Versuch, dieses Projekt endlich mal endgültig auch zu Ende zu bringen. Ich mache gerade mal auf Pause, dass ich hier in Ruhe labern kann. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, dieses Projekt mal anders aufzuziehen, und zwar so ähnlich wie Schlag den Raab. Ich arbeite also wieder mit Timecodes in der Videobeschreibung. Ich werde jeden Fall, den es in diesem Spiel gibt, mit oder zu 5 Sternen halt durchspielen, also quasi immer die beste Bewertung. Ich werde jeden Hinweis finden, ich werde jede Frage, die man bekommt oder die man stellt oder die man herausfinden muss, die werde ich richtig beantworten. Dazu werde ich halt auch ein bisschen Hilfe in Anspruch nehmen aus dem Internet, von diversen Seiten, wo halt die Fälle Schritt für Schritt genau aufgelistet sind, und deswegen, ja, hoffe ich, es gefällt euch. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Es würde mich freuen, wenn ihr diesem Projekt auch eine Chance gebt. Ist vielleicht an einigen Stellen ein bisschen langatmiger, wie jetzt gerade im Intro, aber es ist eigentlich ein ganz witziges Spiel. 5 Jahre Entwicklungszeit, 2011 rausgekommen. 2-mal, wie gesagt, ist schon der Versuch gestartet worden, von mir dieses Projekt komplett zu beenden. Ist mir jeweils nicht gelungen, aber jetzt habe ich richtig Bock drauf, das ein bisschen anders aufzuziehen, und ich hoffe, ja, euch gefällt das. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit unserem ersten Fall. Falls ich ab und zu mal reinreden sollte, dann ist das gar keine Absicht. Ihr seht ja unten die Texte, die da mitlaufen. Also wir sind zunächst mal im Verkehrsdezernat. Wir gucken uns das gerade mal an. Unser erster Fall ist der Fahrersitz. Es gibt 4 verschiedene Abteilungen: Verkehr, Mord, Sitte und Brand. Unser jetziger Partner, ein Namensvetter von mir, Stefan Burkowski. Genau, Personen, Hinweise und Orte. Das ist dann interessant, wenn wir die Fälle bearbeiten. Hier haben wir Cole Phelps. Die Anfangsfälle, das sind so Tutorial-Fälle gewesen. Also da wird man ins Spiel halt eingewiesen. Aber ich denke mal, das ist eher uninteressant für euch. Deswegen habe ich gleich mit dem ersten Fall im Verkehrsdezernat gestartet. Genau. Wie gesagt, diese ganzen Zwischensequenzen werde ich halt auch laufen lassen. Die könnt ihr dann gerne überspringen. Dafür habe ich unten die Timecodes, dass wir immer zu einer jeweiligen Position springen. Und genau, fangen wir an. Fahren wir also zu der erstgenannten Station, aber ich werde natürlich nicht selber fahren, sondern unser Kollege fährt, weil das erspart uns einiges an Zeit. Und genau, auf geht's. Burkowski, du fährst. You know this place? Sure. Near the old gasworks and Signo Depot in the warehouse district. I'll direct. So, tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Burkowski? We have to work together. Don't be so touchy. I grew up in San Francisco. My father was in shipping.
Went to college at Stanford, did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant and fought in the Okinawa campaign. I was wounded, shipped back home, did a year on the beat, now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. Finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of LA safe for the people. Yeah. Now I get it. Unfit for service. Oh, fuck you, Phelps. I earned a bravery citation during the Zuda riots. Sounds like you had it rough. I did my job. No one is saying you didn't. I did 6 years as a patrolman. That's the third time you've told me. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stiff. Just give them your story and you'll be all right. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Sagen auch viele Leute zu mir. Also das ist halt immer noch so eine Art, ja, Tutorial, um das ganze Spiel so ein bisschen kennenzulernen. Aber ich kenne das Spiel halt. Ich habe da schon 2-3 Mal durchgespielt. Ist, wie gesagt, ein sehr witziges Spiel. An einigen Stellen auch ein bisschen, ja, langweiliger, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich ein geiles Spiel. Und deswegen schauen wir uns jetzt erstmal hier um an unserem ersten Tatort, dem P.E. Güterbahnhof. Wie gesagt, das spielt ungefähr in den 40er, 50er Jahren von Los Angeles. Sieht man anhand der Klamotten, anhand der Fahrzeuge, die hier stehen und die hier rumfahren. Also ihr seht, ein bisschen älter auch in der Umgebung. Aber wir gucken mal. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right. We'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Ja, haben wir ja gerade gesehen. Ja, oben nochmal der kleine Hinweis, dass wir Intuitionspunkte an beliebigen Stellen einsetzen können, um eventuell Hinweise aufzudecken. Aber da habe ich ja gesagt, nutze ich die Macht des Internets und helfe mir durch die Lösung, damit ich hier auch den Fall mit 5 Sternen abschließe, dass vielleicht diejenigen unter euch, die dieses Spiel auch spielen und nicht mehr weiter wissen, sich bei mir Hilfe holen können. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen uns erstmal am Tatort um. Mit dem Nate Wilkie hier unterhalten wir uns gleich. Wir gehen jetzt erstmal zum Gerichtsmediziner. Doc? Detective Phelps. What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. Victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an von innen. Sieht da schon mal richtig rosig aus. So wie ein Auto von innen aussieht. Victim looks to have lost a lot of blood. Das Opfer hat anscheinend viel Blut verloren. Ja, also ich glaube, freiwillig hat er das Auto nicht rot bemalt. Den einen oder anderen coolen Spruch, einen lockeren Spruch gibt es dann auch zu sehen und auch zu hören. Aber jetzt erstmal, genau, also ihr werdet mit den Folgen rausfinden, wie es hier geht. Also die Hinweise sind immer markiert, ne? Da seht ihr ja Hinweis A, B oder der Fundort A, B und so weiter. Ihr kennt das sicherlich aus, was weiß ich, CSI Miami oder CSI New York, je nachdem, welche Sendung ihr da geguckt habt oder schaut. Von daher, genau, versuche ich und ich gebe mein Bestes, dass ich hier das mit 5 Sternen abschließe. Wie gesagt, zur Not habe ich noch die Macht des Internets. Das ist also der zweite Hinweis. Dann gehen wir mal da hinten hin zu B. Da liegt nämlich ein blutiges Rohr von einer Firma namens Instaheat. Genau, merkt euch diesen Namen, den werden wir im Laufe des Projektes noch einige Male hören und mit denen werden wir auch ab und zu in Verbindung kommen. Und deswegen, merkt euch das einfach mal.
Für die Leute, die hier aktiv zuschauen. Jetzt haben wir hier noch bei A einmal eine Brille. Genau, und wir können immer näher ranfahren, wenn mein Controller vibriert. Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Sieht ganz schön scheiße aus, ne? Vorne selber zusammengeklebt, ne? Also wie gesagt, bei manchen Hinweisen, da kann man noch ein bisschen mehr interagieren. Das merke ich dann anhand meiner Controller-Vibration. Und natürlich, ja, das Portemonnaie und ein Personalausweis, der ungefähr gleich aussieht, ne? Also ich werde das jetzt nicht immer alles vorlesen, ihr könnt hier unten mitlesen, ne? Wir haben hier Adrian Black, weiß, männlich, 32, 1,73, blaue Augen, verheiratet und ist mittlerweile verschwunden. Wahrscheinlich Opfer eines Gewaltverbrechens. Genau, was macht er zu später Stunde hier draußen? Ist der doof? Das scheint er zu sein mit seiner Frau. Happier times, I guess. Mrs. Black. Also wir haben jetzt die Brille, den Geldbeutel haben wir haben das blutige Rohr, Hinweis im Auto. Jetzt haben wir noch einen Hinweis, ich lese das hier gerade ab. Quittung haben wir noch hinten im Kofferraum. Also, bevor wir uns mit dem Nate Wilkie unterhalten, müssen wir hier hinten noch den letzten Hinweis rausfinden. So, und zwar haben wir da einfach nochmal so einen Schlüssel. Schraubschlüssel, Radschlüssel, keine Ahnung. Auf jeden Fall für die Schrauben der Räder. Und hier ist jetzt die Quittung. Und zwar von einem, also von Riverside Schlachthof an Frank Morgan. Oder Mr. F. Morgan. Ich weiß schon, dass er Frank heißt. Und zwar ein lebendes Schlachtschwein. Morgan picked up a live pig yesterday? Genau, ich habe euch das mal vorweggenommen. $3,20 für ein lebendes Schwein von oder an Frank Morgan. Den werden wir auch später noch besuchen und befragen. So, das waren jetzt erstmal alle Hinweise von dem Tatort. Jetzt muss ich mich mit dem Nate Wilkie unterhalten. Oder Nathan Wilkie. Weil wir haben jetzt alle Hinweise. Und jetzt gehen wir rein in die Befragung. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Yeah, man, good man. Also, links sind dann immer die Infos. Nate Wilkie, braune Augen, braune Haare, 43 Jahre, männlich. Beschreibung, Zeuge am Tatort. Und dann sind hier die Fragen, die wir jetzt diesem netten Herrn hier stellen werden. Und auch einer anderen Person. Und wir müssen halt immer rausfinden, ob er die Wahrheit sagt. Ob er die Wahrheit sagt, aber nicht so ganz. Also halt, ob wir es anzweifeln sollen. Oder ob er lügt. Dann brauchen wir ein passendes Beweisstück. Aber das werdet ihr dann noch sehen. So, erste Frage. Grund seiner Anwesenheit am Tatort. Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. Genau, man kann halt, das wird einem im Tutorial gesagt, man kann halt auch anhand der Gesichtszüge sehen, ob einer lügt, ob einer ja nicht ganz die Wahrheit sagt oder ob er wirklich lügt. Aber hier ganz klar sagt er die Wahrheit. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Yeah, man. Let's take a ride. Wissen über Adrian Black. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Yeah, and you're very true. Er sagt nämlich auch dieses Mal wieder die Wahrheit. You ever seen the car before? Funny enough, I did. A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars that park here regular, so it kind of stood out. Eine sehr ähnliche Haut. So, blutbeflecktes Rohr gefunden. We found a steel pipe with blood on it near the car. Do you know anything about it, Mr. Wilkie? No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Ja, wenn es immer so einfach wäre, auch dieses Mal sagt er die Wahrheit. Aber glaubt mir, es gibt auch einige Befragungen. Wie gesagt, da ist man ohne Hilfe aufgeschmissen. Da habe ich nicht überall 5 Sterne geschafft. Aber in diesem Run werde ich auf jeden Fall in jedem Fall hoffentlich 5 Sterne schaffen. Auch dieses Mal sagt er nämlich wieder die Wahrheit. Ich zeige euch das mal mit den Institutionen. Man kann nämlich entweder eine Antwort entfernen, dann bleiben halt nur noch 2, oder man fragt die Community. Dann erscheinen hinter den Antwortmöglichkeiten immer die Prozente, also wie viele Personen haben auf Wahrheit geklickt und auf Anzweifeln, und anhand der Prozentzahl, dann kann man schon erkennen, was man für eine Antwort nehmen muss. Und hier in dem Fall ist es halt die Wahrheit. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Look dry already. Ja, alles
Indizien oder beziehungsweise Infos, die wir brauchen können. So, Inhalt des Geldbeutels. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? So, und jetzt schaut mal auf sein Gesicht. Jetzt schaut er nicht mehr so wie bei den anderen 3 Fragen. Jetzt schaut er schon so ein bisschen verzweifelt und so, ja, als hätte er was auszuhängen. Jetzt zweifeln wir das nämlich mal an. Er lügt nicht ganz, aber er sagt auch nicht ganz die Wahrheit. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Schade. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Genau, und wir kriegen halt auch immer oben Belohnungen. Und wenn wir eine neue Stufe erreichen, einen neuen Rang, dann kriegen wir wieder einen Institutionspunkt hinzu. Aber wie gesagt, das werden wir hier alles hoffentlich nicht brauchen, weil ich nämlich hoffentlich alle Fälle mit 5 Sterne abschließe, dass ihr oder dass auch andere Leute dann sozusagen einen Ratgeber haben, ein Gameplay, einen Kanal, wo sie sich Hilfe holen können. So, die Fahrten übernimmt wieder mein geschätzter polnischer Kollege. Und wir fahren zu den Blacks, um natürlich die Frau zu informieren. Und zwar 620 oder 620 Bunker Hill Avenue. Let's go, man. Let's do this. We're gonna take a ride directly to the Blacks. Wenn der Partner fährt, springst du automatisch zum nächsten Ziel. Das spart halt ein bisschen Zeit. Dem Ganzen hier. So, Wohnsitz der Blacks. 11:16 Uhr AM. Also noch früh am Morgen. Aber für Mrs. Black leider kein schöner Morgen. Aber auch irgendeiner muss ihr diese Nachricht überbringen. Und wir werden auch meistens immer vorgeschickt. Gewöhnt euch schon dran, dass wir immer der Arsch sind. Da sitzt sie schon. Ganz still und heimlich und noch, ja, ohne Wissen, was sie erwarten wird. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Margaret Black. Also. Schönes Haus. Dem Jahrzehnt entsprechend halt eingerichtet, ne? Oder der Historie. Your husband drives a blue Lincoln, Schauen wir mal. Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. So, also, Wohnsitz der Blacks untersuchen. Das ist einer von vielen Wohnsitzen, die wir auf jeden Fall gründlich untersuchen. Wir suchen jetzt erstmal, ja, wir gehen erstmal hier rein. Hier gibt es nämlich eine Streichholzschachtel. Und zwar gibt uns das nämlich den Hinweis, dass Adrian öfter mal in dieser Bar hier war. Cavendish Bar. So who brought this home? So, da steht nämlich auch eine Adresse. Beziehungsweise Los Angeles. Die Adresse müssen wir dann noch rausfinden. Maybe Adrian was a patron. R&I should have an address. Genau, diesen Erkennungsdienst, der hilft uns halt bei Anfragen, steht da oben links. Wenn wir den Erkennungsdienst per Telefon kontaktieren, geben sie uns entweder Adressen von Bars oder Lokalen, die wir noch nicht kennen, oder von Leuten. Finde ein Telefon, um nach der Adresse zu fragen. Nee, ich suche jetzt erstmal die anderen Hinweise. Beziehungsweise ich gehe jetzt erstmal die anderen Hinweise ab. Draußen ist da nämlich noch ein Wasserboiler. Aber zunächst mal haben wir hier zwei interessante Zettel. Und zwar einmal Insta-Heat-Kunde Adrian Black. Was hat er da geholt? 4. Januar 47. Ihr seht also, so zwischen 1940 und 1950 spielt das. Insta-Heat-Modell, Klempnerarbeiten, Lieferung und hast du nicht gesehen. This was only recently installed, not 2 days ago.
Genau. Maybe it's time we took a look around outside. Also kurz vor seinem Tod hat er einfach nochmal eine Rechnung. Oder hat irgendwas neu einbauen lassen. Und zwar von Instaheat. Die besten automatischen gasbetriebenen Wasserboiler. Und hast du nicht gesehen, heißes Wasser rund um die Uhr. Gibt es auch eine Rückseite, natürlich. Zack. Mit allen Angeboten. Wie gesagt, das ist weniger interessant. Da stehen halt nur so ein paar Infos, ne? Auch auf vielen anderen Zetteln. Das würde ich jetzt einfach überspringen wollen. Wichtig ist einfach nur die Broschüre, die wir hier haben. Bevor wir rausgehen, schaue ich mich aber mal komplett hier im Haus um, weil hier gibt es auch noch 2 Hinweise. Und zwar haben wir einmal hier in dem Schlafzimmer von, ich glaube, das ist sogar von ihm selber. Hier haben wir einmal ein Zugticket. Also er wollte anscheinend weg. Nach Seattle. Am 3. Dezember 46, die ganzen Infos unten laufen immer durch. Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Tja, warum haben die beiden auch getrennte Schlafzimmer? Sind die doof? Jungs, ey. Und Mädels, als Ehepaar schläft man immer zusammen in einem Bett. So. Dann haben wir einmal das Foto von ihm. Das ist er. Man erkennt die Brille. Und auf der Rückseite ist noch ein bisschen mehr. Und zwar eine Nachricht. An meinen Adrian, ich habe Sehnsucht und bin einsam ohne dich. Komm schnell wieder, mein Schatz, Nicole. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Der scheint auch seine Frau nicht zu betrügen. Würde aber erklären, warum die getrennte Schlafzimmer haben. So, und daneben haben wir noch das Brillenetui. Auch von der gleichnamigen Firma wie seine Brille. Natürlich auch das Brillenetui von Stenzel. So the glasses are a match. Genau, also wir haben jetzt die Broschüre, das Etui, die versteckte Nachricht haben wir. Wir haben die Streichholzschachtel, wir haben die Instaheat-Rechnung. Jetzt müssen wir nur noch raus und an den Wasserboiler. Den müssen wir noch zusammensetzen. Und dann haben wir jetzt alle Hinweise. Dann geht es an die Befragung. Dann müssen wir noch kurz den Erkennungsdienst anrufen. Dazu gehe ich einfach mal hier raus. Man kann auch so coole Sachen machen. Es gibt ja auch so einen freien Modus. Da kann man richtig viele Sachen machen. Es gibt so richtige Fail-Videos von L.A. Ein paar Verarschungen gibt es da auch, ein paar Outtakes. Also es ist, wie gesagt, ein richtig cooles Projekt. 5 Jahre Entwicklungszeit. Ich habe es 2011 zum allerersten Mal gespielt. No use leaving the thing half finished. Richtig. Deswegen würde ich sagen, wir setzen das ganze Ding jetzt mal zusammen. Und zwar hoffentlich in Rekordzeit. Dann werden wir nämlich gleich rausfinden, dass da ein entscheidendes Rohr fehlt. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, welches Rohr fehlt. Nämlich das, was wir am Tatort gefunden haben. Setzen wir das einmal da ein. Genau. Und das Rohr setzen wir da ein. Ist das richtig? Ja. Und da fehlt eins. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Tja. Aber vielleicht ist er ja gar nicht tot. Draußen gibt es halt auch auf den Straßen, ihr seht unten links auf der Map markiert ein blaues Häuschen mit einem Telefonzeichen. Das sind halt auch diese, ja, Telefone für die Polizei. Da könnten wir auch theoretisch den Erkennungsdienst anrufen. Aber was ich auch so geil finde, weißt du, als Polizist nimmst du dir einfach das Recht raus und gehst einfach an fremde Telefone und der muss nicht mal wählen. Das ist auch richtig geil. Der geht, ja, einfach so an die Telefone, ohne irgendwas zu machen, irgendwie zu fragen. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks, ma'am. Zack, die gute Frau, die werden wir noch einige Male anrufen können. So, neues Ziel ist jetzt erstmal die Kavanaugh's Bar untersuchen, aber bevor wir das machen, befragen wir mal die gute Mrs. Black, Margaret Black. Hier sehen wir das, Margaret Black, braune Augen, schwarze Haare, 30 Jahre, weiblich natürlich und Frau des vermissten Adrian Blacks. Schlachthausquittung. In the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Ja, sagt sie die Wahrheit? What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. A very shady character.
I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Streichholzbrief. Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Und das ist auch richtig. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently, he's been away in Seattle a lot on business. So, dann haben wir als nächstes den Aufenthaltsort von Adrian. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink. Und da sagt sie auch die Wahrheit. Also bislang eine sehr ehrliche Haut. Nothing out of the usual then. Eine sehr ehrliche Ehefrau. He came home early from work. He never comes home early. And he went out early too. He normally never leaves for the bar till about 7. Also bislang 3 Fragen, 3 richtig. Na klar. Und jetzt das Foto. Unterschrieben mit Nicole. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Oh. Also das würde man auch ohne Hilfe rauskriegen, wenn man so ein bisschen Grips hat. Aber das heißt bei mir nichts. Ich beantworte auch meistens die einfachsten Fragen falsch. So, da lügt sie natürlich, denn wir haben ja die versteckte Nachricht hinter dem Foto von Adrian. You're incredibly rude and insensitive. But I guess you know that. I told you what I know about the picture. Oh no, you didn't. So viele Hinweise haben wir schon. But Mrs. Black, what about this here? What about Nicole, Mrs. Black? Was your husband going to leave you for her? I've seen the photo frame. He thinks I'm stupid. But women sense these things. I don't know if he intended to leave me or if it was just a fling. God only knows. I only want to know that he's safe. Oh ja, scheint sie ja alles sehr mitzunehmen. So, dann haben wir noch das Stenzel-Brillen-Etui. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Ja, auch wenn sie nicht so ganz wahrheitlich guckt, doch, aber da sagt sie die Wahrheit. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They look terrible. Die sieht auf jeden Fall schrecklich aus. So, letzte Frage, dann haben wir es geschafft. Ein Alibi für Mrs. I Black. think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Das stimmt leider auch, obwohl das alles, wie gesagt, sehr dubios klingt. Normalerweise erwartet man ja, dass sich Frauen dann richtig rächen an ihren Ehemännern, aber sie sagt auch da die Wahrheit. Anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, Detective. Machen wir. So, jetzt haben wir 30 Erfahrungspunkte mehr. Heißt also, wir sind einen Rang fast wieder aufgestiegen. Und jetzt fahren wir schnurstracks in die Bar. Cavendish Bar. Treffen dort Frank Morgan. Und dann fahren wir eigentlich schon zum letzten Punkt. Und zwar fahren wir einmal hier hin. Genau. Cavendish Bar. Warum ist denn das nicht durchgestrichen? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Normalerweise, wenn wir alles abgeschlossen haben, wird der Wohnort oder der Punkt, wo wir waren, immer durchgestrichen. Naja, fahren wir ab zur Bar und fragen dort mal bei Frank Morgan nach, ob er weiß, wo sein Chef denn abgeblieben ist. Die Fahrten werde ich auch mal überspringen, weil die Gespräche dazwischendurch, die sind auch nicht so interessant, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wichtig ist einfach nur, was dazwischen passiert oder jetzt an den einzelnen Orten. Hey, I know you too, man. Yeah, man, what's up? So. I can't decide between the tuna fish and the chicken. You know Frank Morgan? Sure. Frank's your regular. He's a loner in the back. Alright, thank you. Frank Morgan, guck mal, da sitzt er doch schon, einsam und alleine, im Rampenlicht. Wer hätte es gedacht?
Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Ja, natürlich. Er sieht natürlich so aus, als ob ihm das richtig leid tun würde. So, Frank Morgan, grüne Augen, braune Haare, 34, Freund und Arbeitskollege des vermissten Adrian Black. Verbindung zum verlassenen Fahrzeug. We found Black's car, abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Ja, ab und zu gibt es auch so Hinweise und man sieht anhand seiner Mimik im Gesicht, schüttelt den Kopf, aber natürlich lügt er auf jeden You're lying, Fall. Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Das können wir auf jeden Fall. Und zwar haben wir dafür die Quittung gefunden, wo sein Name drauf stand. Oder, wie gesagt, unterzeichnet von Frank Morgan himself. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Aha, also er lebt immer noch. Wie gesagt, das blutige Rohr war einfach nur ein Ablenkungsmanöver. So, wo hält er sich denn auf momentan? Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. So, und da haben wir leider auch weder Beweise dafür, dass er lügt, aber er sagt auch nicht die Wahrheit und sein Gesichtsausdruck ist auch nicht der ganz sicherste. Deswegen zweifeln wir das mal an. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it! Or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. Na also, geht doch. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. Ja, drücke A, um die verdächtige Person zu verhaften. Das machen wir aber nicht, weil er hat ja damit nichts zu tun. Well, if it's all the same to you, I'll go back to my drink. Beziehungsweise er hat ja eigentlich nur da mitgeholfen. Aber wir fahren jetzt zu ihm selber, zu Mr. Black, werden ihn überführen oder überfallen. Und dann ist dieser Fall auch schon abgeschlossen. Und dann hoffe ich mal, dass ich echt 5 Sterne habe. Also, Ecke, Temple und Figueroa, Apartment 2. Auf geht's, Bukowski. Let's do this. So, also, Schweineblut haben wir noch als Hinweis bekommen. So, Morgans Apartment, 11:31 Uhr. So viel Trubel schon am frühen Morgen. So, überspringen wir das Ganze mal. Sieht alles sehr schön aus. Also ich hätte gerne in dieser Zeit gelebt. Die Wohnungen, die Häuser, dann ist alles noch so ein bisschen Altbau. Macht da Moonwalk hier. Kurz vorm Ende der Folge, so also schnell hoch. Apartment 2 ist alles schön ausgeschildert. Da hinten goldener Knauf und Klopf, klopf. Help you, gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things. Mhm. Wer es glaubt, wird selig. I knew it. Ah. Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Auch das wird uns häufiger passieren, dass die Typen einfach versuchen wegzulaufen. Aber der Cole Phelps, der früher bei der Marine war, in Okinawa unter anderem, das erfährt man in diesen Zwischensequenzen. Aber die werde ich auch getrost überspringen, weil uns interessiert nur das, was davor und danach passiert. Schade. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Tja, verschissen.
Es gibt so eine kleine That turned out to Zwischenszene be mit quite dem some case, huh? Captain, genau. Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, and you could go a long way in this department. Also schon mal Lob vom Chef. Nach unserem ersten Fall, das klingt schon mal ganz gut und ich glaube und ich hoffe, wir sollten das jetzt mit 5 Sternen beendet haben. Am Ende bekommen wir nämlich immer so eine kleine Beurteilung. Gefundene Hinweise haben wir 14 von 14. Wir haben alle 12 Fragen richtig beantwortet. Notizen: Adrian Black kann sich auf seinen Tag vor Gericht freuen und auf eine Abreibung vor der Presse. Von der Presse. Da oben steht's. Ehrenhaft, Fall abgeschlossen, 5 Sterne von 5. Und so wird das jetzt halt in jeder Folge laufen. Wir werden jeden Fall, wie gesagt, einzeln machen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Lust drauf. Einige Fälle sind ein bisschen länger und langatmiger. Da werden die Videos auch ein bisschen länger. Aber dafür gibt es ja die Timecodes unten in der Beschreibung. Und ich bedanke mich bei euch schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Schreibt mal ein bisschen Feedback unten rein, ob ihr das so gut findet, was man noch verändern könnte, ob ich noch mehr schneiden soll, ob ich das noch ein bisschen verkürzt darstellen soll. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder und macht's gut. Ciao, ciao.